Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute müssen wir Madridistas verdammt stark sein. Denn heute ist wohl einer der traurigsten Tage, einer der emotionalsten Tage in der gesamten Geschichte von Real Madrid. Am gleichen Tag verabschiedet heute das Santiago Bernabéu zwei absolute Legenden. Heute um 3:15 beim Heimspiel gegen Real Sociedad dürfen die Merengues, die weißen Fans, sich verabschieden von Jesús Vallejo und Lucas Vázquez. Nein, Spaß beiseite, ich wünschte, ich wäre etwas besser drauf, aber am gleichen Tag verabschieden wir uns heute von dem Trainer und dem Spieler mit den meisten Titeln in der Geschichte von Real Madrid. Ja, und das sind nicht die einzigen Abschiede, also als wenn das nicht schon hart genug wäre. Und natürlich werden wir heute an so einem emotionalen Tag einen Watch-Along machen. Mir geht es deutlich besser als gestern. Entschuldigung nochmal dafür, dass es gestern kein Video gegeben hat, aber ich lag den ganzen Tag flach und habe Tee getrunken, aber mir geht's schon deutlich besser. Natürlich werde ich diesen emotionalen Tag mit euch zusammen durchleben. Ja, und heute in dem Video gebe ich euch die neuesten Informationen rund um Real Madrid. Wie ist der Abschied von Luka Modric gelaufen? Wer ist dafür wieder zurück im Training? Wie sind die Pläne von Real Madrid? Und am Ende gibt es natürlich meine Aufstellung für das Spiel heute gegen Real Sociedad. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Nun ja, man könnte denken, dass nach einer fantastischen goldenen Generation Luka Modric einer der letzten ist. Eine Generation, die zu Ende geht, aber das heißt nicht, dass der Club eine neue Generation aufbauen muss. Es gibt Spieler, die schon lange hier sind, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, eine neue Ära beginnt. Die Madridistas müssen sich keine Sorgen machen, denn das ist ein Club, der immer das Maximum fordert und immer auf höchstem Niveau sein will. Und übrigens, Real Madrid macht weiter. Die Karriere von Luka Modric bei Real Madrid geht zu Ende, meine geht zu Ende, die von Kroos ist zu Ende, die von, ich kann dir Casemiro nennen, Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos, Casillas. Aber Real Madrid ist immer noch ohne Zweifel der beste Club der Welt. Vielen Dank. Ja, das waren die letzten emotionalen Worte von Carlo Ancelotti in der Pressekonferenz vor dem Spiel heute gegen Real Sociedad. Und ich muss sagen, ich hatte absolute Gänsehaut. Das ist Real Madrid. Aber er hatte auch damit recht. Eine goldene Ära, eine goldene Generation geht zu Ende. Von den Galacticos 2.0 bleibt nur noch Dani Carvajal. Luka Modric, der Spieler mit den 6 Champions League, die absolute Legende, verlässt als vorletzter Spieler das Boot und mit ihm der Trainer Carlo Ancelotti. Und der Fußball schreibt die absolut verrücktesten Geschichten. Denn ausgerechnet dieser letzte Tag für Carlo Ancelotti bei Real Madrid ist genau das 11-jährige Jubiläum von Lissabon. Als er uns die 10. gebracht hat mit dem Kopfballtor von Sergio Ramos etc. pp. Ja, und zunächst einmal Respekt an Carlo Ancelotti. Auch in der letzten Pressekonferenz hat man nochmal versucht, hier und da für Unmut zu sorgen, mal zu fragen, hätte der Verein dir nicht lieber einen Spieler kaufen können, jetzt kaufen sie auf einmal einen, hätten sie das für dich nicht machen können. Und Carlo Ancelotti hat die ganzen Fragen wie ein absoluter Gentleman weggefegt und gesagt, Real Madrid hat mir den geholt, Bellingham, Mbappé etc. pp. Der hat gesagt, ich könnte nicht glücklicher sein mit dem Verein, mit den Spielern, vor allem mit dem Präsidenten Florentino Perez und natürlich auch, wie gesagt, an Nummer 1, die Fans, denen er sehr dankbar ist. Und ich muss sagen, Carlo Ancelotti geht, wie er kommt, als absoluter Gentleman. 15 Titel in 6 Jahren bei Real Madrid. Der absolute Wahnsinn.
Und er hat auch gesagt, ich gehe hier nicht einfach zu irgendeinem anderen Verein, ich gehe zum 5-fachen Weltmeister. Und das habe ich euch auch schon oft genug erklärt. Ich glaube, wenn du Real Madrid verlässt, dann gibt es wenige Orte, an denen du hingehen kannst, wo es nicht ein Riesenschritt zurück ist. Und Brasilien ist definitiv eins von diesen Orten. Ich wünschte Carlo alles Gute und wieder einmal Respekt, wie du bei Real Madrid dich immer verhalten hast. Besser kann man es sich nicht wünschen. Und er hat übrigens in der Pressekonferenz auch schon klar gemacht, dass Xavi der nächste Trainer wird. Übrigens die nächste Information dazu. Real Madrid möchte morgen im Laufe des Tages es offiziell machen, dass Xabi Alonso der nächste Trainer von Real Madrid ist. Und am Montag soll anscheinend schon die Vorstellung sein. Denn Xabi Alonso ist bereits in Real Madrid, hat mit Carlo und Davide Ancelotti sich unterhalten, wie man diese Mannschaft wieder in Schwung kriegen kann. Also absolut tolles Verhältnis zwischen Ancelotti und Xabi Alonso. Er hat ihm das Beste gewünscht. Und wie gesagt, Xabi Alonso arbeitet schon in Madrid an seinem neuen Real Madrid. Und Montag, laut Quellen aus Spanien, soll die offizielle Vorstellung sein. Ja, aber vor der Vorstellung, wie gesagt, erstmal die Verabschiedungen. Carlo Ancelotti hatten wir besprochen. Wir hatten gerade Davide Ancelotti besprochen. Auch Davide Ancelotti hat sich in einem Brief an die Fans gewandt und hat klargemacht, seine Zeit bei Real Madrid endet logischerweise auch mit der Zeit von seinem Vater. Ein hochemotionaler Brief. Verzeiht es mir, dass ich euch jetzt nicht alle Briefe vorlese von Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, Luka Modric. Dann würde ich hier tränenweise rumheulen und das bringt keinem von uns irgendwas. Aber auch ein Davide Ancelotti, danke dafür, was du die letzten Jahre bei Real Madrid geleistet hast. Deine Auswechslung von Joselu ist immer noch eine der wichtigsten Entscheidungen im Laufe der letzten Saison gewesen. Aber das war nur eine von vielen. Danke auch vor allem, dass du immer so sehr an die jungen Talente geglaubt hast. Ja, und wie gesagt, in dem Trakt geht es weiter. Luka Modric. Ich war wohl deutschlandweit der Erste, von dem ihr es erfahren habt. Und glaubt mir, ich habe mir selten so sehr gewünscht, dass ich falsch liege, wie bei dieser Info, die ich euch weitergegeben hatte zum Thema Luka Modric. Mir fehlen die Worte zu beschreiben, was Luka Modric für den Madridismo bedeutet. Ich habe eine lustige Statistik gelesen, bevor mir jetzt wieder irgendeiner mit Hate ankommt. Aber ich habe gelesen, dass bevor Lionel Messi nach Barcelona gewechselt ist, der FC Barcelona 5 Champions League Titel hinter Real Madrid war. Und als er Barcelona verlassen hat, war der FC Barcelona immer noch 5 Champions League Titel hinter Real Madrid. Ja, und als Luka Modric zu Real Madrid gekommen ist, war Real Madrid 5 Champions League Titel vor dem FC Barcelona. Und jetzt, als er Real Madrid verlässt, ist Real Madrid 10 Champions League Titel vor dem FC Barcelona. Also wenn ihr mich fragt, wer mein LM10 ist, ganz klar Luka Modric. Aber das ist nur eine von vielen Statistiken. Wir erinnern uns an einzelne Szenen. Die Ecke von Lissabon, die Flanke gegen Juventus im Finale, der Außenrisspass an Rodrigo gegen Chelsea, sämtliche Außenrisspässe. Man kann Luka Modric nicht zusammenfassen. Ein Gedankengang, den ich hatte, es ist ein Highlight-Video von Luka Modric erschienen, von nur Champions League-Finalen. Welcher Spieler hat ein Highlight-Video, in dem nur Szenen aus Champions League-Finalen gezeigt wird? Was ist da los? Und dieses Highlight-Video ging über 5 Minuten. Ich glaube, das zeigt, was für eine absolute Bestialität Luka Modric war. Es fehlen mir die Worte. Ich glaube, Deutsch bietet gar nicht so viele Worte, um zu beschreiben, was Luka Modric für den Madridismo ist. Vielleicht der beste Mittelfeldspieler in der Geschichte des Fußballs. Wenn man noch die Longevity bedenkt, auf jeden Fall der Beste. Sämtliche Spieler, mit denen sich Luka Modric darum gekloppt hat, wer ist hier der beste Mittelfeldspieler der Welt, haben sich alle seit Jahren vom Fußball verabschiedet, sind zum Teil schon Trainer von Barcelona gewesen und wieder weg. Andere haben noch in Japan oder so gespielt. Luka Modric spielt mit 39 noch auf höchstem Niveau, hat letztes Jahr noch eine Champions League gewonnen. Und wir erinnern uns, glaube ich, alle noch daran, an den Sprint, den er gegen die Bayern gemacht hat, gegen Pavlovic, um uns diese Champions League zu retten. Also ein essentieller, wichtiger Spieler. Es tut mir leid,
Ihr wisst, ich bin ein absoluter Zinedine Zidane-Fan. Für mich der größte Fußballer wahrscheinlich aller Zeiten, den ich gesehen habe, von der Eleganz her. Aber wenn man die Longevity, die Titel, die Karriere, das Ansehen, wenn man das alles bedenkt, ist Luka Modric wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler in der Geschichte des Fußballs. Und vor allem hat er das Unmögliche geschafft. Glaubt es mir, ich verfolge Real Madrid inzwischen seit über 3 Jahrzehnten. Sobald du bei Real Madrid bist, wirst du von den anderen gehasst. Alles wird negativ geredet, jeder pfeift dich aus, etc. Und Luka Modric ist einer der ersten Spieler, an den ich mich erinnere, der von sämtlichen gegnerischen Fanlagern gefeiert wird. Es wird applaudiert. Also wie gesagt, ich glaube, viele Madridistas lassen sich jetzt von diesem letzten Jahr ein bisschen manipulieren und verstehen nicht, was für einen Spieler wir da verloren haben. Weiß Gott, ob wir jemals in unserer Lebzeit wieder so einen Fußballer erleben werden wie Luka Modric. Ja, ich möchte nicht zu emotional werden. Ich spüre schon Gänsehaut, die Tränen hauen mir in die Augen. Ja, wie gesagt, es sind aber nicht nur die Abschiede von Ancelotti, Davide, von Luka Modric. Heute verlässt uns auch ein Jesus Vallejo. Ich wollte ihn eben nicht diffamieren, das war nur ein Witz, nehmt es mir nicht übel. Auch ein Jesus Vallejo hat heute sein letztes Spiel im Santiago Bernabéu. Ein Jesus Vallejo, sobald er gespielt hat, hat er immer alles gegeben. Hat nie gemeckert, hat immer alles auf dem Trainingsplatz gegeben. Wir Madridistas haben kein Wort, wo wir uns über Jesus Vallejo beschweren dürfen. Ja, und Lucas Vázquez, was soll ich sagen? Jetzt mal ohne Spaß, auch eine absolute Real Madrid-Legende. 17 Jahre bei Real Madrid. Über was reden wir hier? 5 Champions League-Titel. Auch wenn das letzte Jahr nicht so gut für ihn gelaufen ist. Warum? Weil er auf einer Position spielen musste, die nicht seine war. Seit einigen Jahren schon, weil das Verletzungspech von Real Madrid einfach nicht aufgehört hat. Lucas Vázquez hat die Klappe gehalten, Kopf runtergenommen und hat hart gearbeitet. Ist das der beste rechte Verteidiger aller Zeiten? Nein. Trotzdem, ein Lucas Vázquez hat alles gegeben und repräsentiert die Werte von Real Madrid. In der Kabine, außerhalb der Kabine. Es gab noch nie irgendein Skandal über ihn. Immer positiv, immer gut drauf. Auch wenn Madrid verloren haben, war er einer der wenigen, der vor Kameras getreten ist. Absoluten Respekt an Lucas Vázquez und heute auch das letzte Spiel für ihn im Santiago Bernabéu. Auch da werde ich eine Träne für Luquitas verlieren. Ja, und nach so vielen schlechten Nachrichten bin ich froh, euch jetzt auch eine gute Nachricht, eine gute Information wiedergeben zu können. Und zwar, Eder Militão hat gestern zum ersten Mal wieder ein komplettes Mannschaftstraining absolviert. Der brasilianische Innenverteidiger, der die ganze Saison mit seinem 2. Kreuzbandriss gekämpft hat, ist endlich wirklich im Final-Endspurt um die Club-WM. So wie es aussieht, wird Eder Militão für das neue Projekt Xabi Alonso von Anfang an dabei sein. Und viele von euch zweifeln an Eder Militão. Ich selber habe natürlich auch meine Fragezeichen. Wie kannst du nach 2 Kreuzbandrissen an 2 verschiedenen Knien, wie kannst du da wieder auf Leistung kommen? Aber ganz ehrlich, Eder Militão hatte immer einen privilegierten Körper. Er war immer eine absolute Maschine. Und ich glaube, wenn du einen Trainer hast, der dich richtig dosiert, der dich nicht direkt wieder 25 Spiele am Stück spielen lässt, wenn du Zeit hast, deine Muskulatur zu erholen, auch dich wieder dran gewöhnen, beide Beine gleich zu belasten, etc. pp., kann Eder Militão wieder einer der besten Innenverteidiger der Welt werden. Und für mich kann er ein Stützpfeiler des neuen Systems um Xabi Alonso werden. Also, wie gesagt, Eder Militão wieder mit seinem kompletten ersten Mannschaftstraining und gleichzeitig startet am Montag die Ära Xabi Alonso. Macht euch keine Sorgen, zunächst einmal sind jetzt 2 Wochen Urlaub. Am 9. Juni startet das Projekt Xabi Alonso. Ja, und ein großes Fragezeichen hinter diesem Projekt ist der Name Rodrigo. Ich zeige euch mal die Nominierungsliste von heute. Und wenn ihr genau drauf schaut, ist der Brasilianer wieder nicht nominiert.
Vini ist wieder zurück, also noch eine kleine gute Nachricht. Vini hat sich erholt, ist heute bereit für Real Sociedad. Ich glaube, das macht er auch einem Luka Modric zuliebe. Ich glaube, er wollte bei diesem Abschied dabei sein. Aber wir alle wissen, mit Rodrigo, irgendetwas stimmt nicht. Rodrigo ist seit 5, 6 Wochen nicht mehr nominiert und ausgerechnet aus Deutschland kam die Information, was da mit Rodrigo nicht stimmt. Und zwar war das Florian Plettenberg mit folgender Information. Arsenal verfolgt weiterhin ernsthaft Rodrigo. Es ist immer noch schwierig, aber er steht derzeit ganz oben auf ihrer Liste für den Flügel. Wie gestern bekannt wurde, haben die Gespräche zwischen allen Parteien begonnen. Mikel Arteta hat diesen Bericht nicht dementiert und sagte, wenn sie große Trophäen gewinnen wollen, müssen sie der Beste auf dem Markt sein. Wir müssen Torchancen, Kreativität und Zahlen hinzufügen. Und das wird auf verschiedenen Positionen der Fall sein. Und Florian Plettenberg hat gestern nochmal nachgelegt mit der Information, ein Wechsel mit Rodrigo und Arsenal erweist sich als sehr kompliziert. In den letzten Stunden gab es neue Gespräche. Das größte Problem sind seine Gehaltsforderungen, die angeblich bei rund 10 Millionen Euro netto pro Jahr liegen. Arsenal ist nicht bereit, so weit zu gehen. Rodrigo ist bereit, Real Madrid zu verlassen, wenn das richtige Angebot eingeht. Ja, und ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ein Spieler nicht mehr zu 100% glücklich ist, zu 100% mit seinem Kopf bei Real Madrid, wenn ein Spieler sich seit Wochen weigert, für Real Madrid zu spielen, dann sorry, Rodrigo muss Real Madrid verlassen. Entweder du identifizierst dich zu 100% mit Real Madrid oder du bist fehl am Platz. Also, ihr habt selber gehört, Rodrigo ist bereit, Real Madrid zu verlassen, sobald das richtige Angebot kommt. Und mir ist es vollkommen egal, ob das Angebot von Arsenal kommt, von Liverpool, von Manchester City, von mir sogar Atletico Madrid. Wenn ein Spieler nicht bei Real Madrid sein möchte, da ist die Tür. Alles Gute für deine Zukunft, außer wenn du gegen Real Madrid spielst. Und Rodrigo, so wie es aussieht, möchte Real Madrid verlassen. Ja. Das sind einige der Informationen rund um Real Madrid. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und bevor ich mich verabschiede, wie versprochen, natürlich noch meine Aufstellung für das Spiel heute gegen Real Sociedad. Im Tor natürlich Andrei Lunin. Ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum. Mein rechter Verteidiger Lucas Vázquez. Voller Stolz stelle ich ihn an seinem letzten Tag im Santiago Bernabéu natürlich von Anfang an auf. Ich hoffe, ab der 60. Minute kann er sich mit Applaus verabschieden. Innenverteidiger Raúl Asensio, er ist wieder zurück. An seiner Seite Jesús Vallejo. Das gleiche, was ich zu Lucas Vázquez gesagt habe. Linker Verteidiger Fran Garcia, für den es auch das letzte Spiel für Real Madrid sein könnte. Also zumindest im Santiago Bernabéu. Für den Fall der Fälle würde ich ihn natürlich aufstellen. Auf der Doppel-6 natürlich den ersten Namen, den ich nennen muss, Luka Modric. Auch da hoffe ich, dass ab der 60., 70. Minute das Santiago Bernabéu Standing Ovations gibt. Ich werde wahrscheinlich ein paar Tränen vergießen. Naja, Luka Modric. An seiner Seite würde ich aufstellen Dani Ceballos, denn auch da wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht. Also an seiner Seite, meiner Meinung, Dani Ceballos. Dann die 3 davor, links Brahim. Weiß Gott, dieser Transfermarkt ist verrückt. Brahim ist auch nicht zu 100% gesetzt. Also links vorne Brahim. Auf der 10 eine der Zukunftsperspektiven dieses Vereins. Eine Mannschaft, ein Spieler, um den die Mannschaft mit aufgebaut werden muss. Arda Güler. Rechter Flügel würde ich persönlich geben Gonzalo Garcia. Der Junge hat sich die Minuten verdient. Letzte Woche mit dem Assist auf Jude Bellingham, der übrigens nicht mal nominiert ist. Also Gonzalo. Und vorne drin mit der neuen Kylian Mbappé, der einzige Spieler bei Real Madrid, für den es noch um etwas geht. Nicht vergessen, ein Tor noch und er würde Gyökeres überholen auf der Jagd zum goldenen Schuh. Ich persönlich würde es ihm gönnen. Ja, das wäre meine Ausstellung. Einige Spieler wie ein Fede Valverde, Tchouaméni etc., denen würde ich eine Pause gönnen. Außerdem würde es mich persönlich extrem freuen, dass ein Luka Modric, wenn er rausgeht, ersetzt wird von einem Fede Valverde. Ja,
Und jetzt noch eine ganz kleine persönliche Anekdote. Und zwar, als Luka Modric damals nach Real Madrid gekommen ist, vielen Dank noch einmal José Mourinho. Das war sein größter Fürsprecher. Er hat nicht aufgehört, Florentino Perez zu beackern, damit er ja nach Real Madrid kommt. In seinem ersten Spiel wurde er eingewechselt für Mesut Özil. Und irgendwie ist es auch eine Metapher, eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, wie eben schon bei Carlo Ancelotti, dass der Vorgänger von Luka Modric ein Türke war, Mesut Özil, und der Nachfolger von Luka Modric der nächste Türke sein könnte, Arda Güler. Aber das sind diese verrückten Gedankengänge, die ich habe. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren sagen, was eure Meinung dazu ist. Ja, wie dem auch sei, ich beende das Video. Wir sehen uns heute ab rund 16 Uhr, ein bisschen ein paar Minuten vorher könnte es auch sein, zum Live-Watch-Along von diesem hochemotionalen Tag. Ich freue mich drauf. Solltest du keine Zeit haben, sehen wir uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Alla Madrid!